Okay, we are live on the YouTube stream. Let me do one more thing here and all right. Welcome everybody. My name is Bettina Zumdick and we are here today with Christina von Dreien and Nicola Good, and thank you both of you so much for joining us today for an interview with the two of you. Let me briefly introduce Christina and Nicola. Christina von Dreien is from Switzerland, and she is part of a new generation who have incarnated here on Earth, on this planet, with a deep commitment to help move our planet to the next phase, a global shift with a positive and constructive outcome, which I believe Christina also calls the revolution of love. And Christina is blessed with a multidimensional awareness and other paranormal abilities, which are natural adjuncts of her normal being, of her true being. Truly, they are natural adjuncts of all of our beings, but most of us have forgotten, well, she has never forgotten her true essence, a true love light. And with these abilities, of course, she has a much keener and deeper insight into what is truly going on in the world and within our humanity, and she can help us to remember who we truly are. And Nicola, another wonderful human being here, is Nicola and Christina are a team, and Nicola is her friend, organizer, right hand. Nicola will translate for Christina today, and I will translate myself now, and then we will go into the questions. Und danke, liebe Christina, danke, liebe Nicola, für das heutige Interview. Und für das deutschsprachige Publikum brauche ich wahrscheinlich nicht so viel eine Einführung machen. However, Christina ist aus der Schweiz und ist Teil einer neuen Generation, die sich hier auf diesem Planeten inkarniert haben als Botschafter einer neuen Zeit, um dabei zu helfen, den Planeten in die nächste Phase zu führen, einen globalen Wandel hin zum Positiven und Konstruktiven. Und sie bezeichnet diese Phase als die Revolution der Liebe, wenn ich das richtig verstehe. Und Christina ist mit einem multidimensionalen Bewusstsein ausgestattet und anderen paranormalen Fähigkeiten, die natürliche Ergänzung ihres wahren Wesens sind und eigentlich Ergänzung von jedem von uns, aber leider haben die meisten von uns vergessen, während sie nie vergessen hat, wer sie wirklich in ihrer Essenz ist. Ein wahres Liebeslicht, würde ich sagen. Und mit ihrem hohen Bewusstsein und diesen Fähigkeiten hat sie einen viel tieferen und klareren Einblick in das, was wirklich auf unserer Welt los ist und was in uns Menschen vorgeht. Und sie hilft uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Nicola und Christina sind ein Team. Nicola ist ihre Freundin, enge Mitarbeiterin, rechte Hand, und sie wird heute für Christina auch übersetzen. And as you're here right just if it is necessary, because I think Christina will get most of it. So wir machen das jetzt einfach nach Gefühl. Perfect. We do it according to the flow and the feeling. Das ist gut. As you are available to us right now to help raise our love light in this world, in this moment, I would like to begin with asking about a dynamic that I see playing out everywhere in this world, and I would call it the us versus them game, or the my truth, your truth game,
which results. Verstehst du, Christine? Sie möchte wir gegen sie gegen uns oder ihre Wahrheit gegen unsere Wahrheit. Dieses Spiel, darüber möchte sie gerade dich fragen. Ja, also was das that results, of course, into the dynamic of the separation of our families, society, humanity at large. It can be, you know, about skin color. It can be about opinions on climate change, on vaccines, on vegan versus, you know, meat eaters, on low vibes versus high vibes, our spiritual beliefs, our political beliefs, really anything. Also diese Spaltung, Christina, zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen Farben, Hautfarben, solche, die für den Peaks sind und solche, die dagegen sind, Veganer gegen Vegetarier und so weiter und so fort, in allen Lebensbereichen. Also und how can we move from one against the other to a win-win situation or to a more unified collective consciousness of humanity? And why is it even important that we may wish to begin to create a more unified collective consciousness? Ja, wie können wir zu einer größeren Win-Win-Situation kommen und zu einer größeren Einigkeit, um es kurz zu machen? Also das, was wir brauchen, ist ja Liebe. Weil Liebe ist Einheit. Und die Liebe ist ja immer bedingungslos. Und wenn wir sagen, wir lieben etwas, aber wir knüpfen das an Bedingungen, dann ist das keine Liebe, sondern sonst irgendwas. Und So, you want me to translate or Please, would you? So Christina says what we need is more love because love is unity, and we usually tie love to some hilfst du mir mit Bedingungen? Conditions? Conditions, yes. Christina? viele Menschen, die fühlen aber keine Liebe mehr. Und ja, wenn jemand keine Liebe fühlt, dann muss er ja doch aus irgendetwas heraus etwas tun. So many people don't feel love anymore, but if they don't feel love anymore, they will have to act from somewhere, from another place. If they're not acting from love, Christina? So where are they acting from? Ja, also wir als Menschen, wir sind ja eigentlich lieb. Aber wenn wir das nicht mehr fühlen können, weil wir so getrennt sind davon, oder wir fühlen uns zumindest getrennt, dann können wir ja nur so handeln, dass wir andere Menschen auch trennen wollen. So actually, we are love. Human beings are love, but sometimes we're so separated from love that we can't feel it anymore. And so we are acting in a way that is separating other people from love too. Was that right? Yes. Translation? Separating other people, making more separation basically. Weil wir können ja nur also unsere Gedanken und die Gefühle, die entscheiden ja, wie wir handeln. Und wenn wir nichts in unserem Bewusstsein haben, was Einheit ist,
dann können wir ja nur so handeln, dass wir Dinge voneinander trennen. So it's actually our thoughts and our feeling that are determining the way we are acting. But if we don't feel anything like unity inside ourselves, we can't create anything that is, we are bound to create things that are separating things. So of course that reminds me of when we're looking at science sometimes. I mean, you know, we're trying to separate everything. We're trying to cut everything open and seeing if we can see something more. But actually, we would see more if we would look at the whole thing more and if we look at our true essence. Is that right? Christina, also wenn sie vergleicht gerade die Wissenschaft, dass die immer alles aufmachen wollen und alles ganz genau sehen möchten. Ja. Ja, wenn wir die Dinge genau sehen können, dann ist das ja gut. Aber wir können die Dinge nur genau sehen, wenn wir wenn wir das aus einer höheren Sicht machen und nicht nur 3D. So what she is saying is we can only see really everything together if we're looking at it from a higher perspective. Is that right, Nicola? Rather than looking from our three-dimensional normal awareness. And when we're trying to look at something clearly, then we get a actually smaller view rather than larger view, perhaps. As humans are part of nature and part of spirit. In some in some traditional cultures away from our civilized societies, people still have a more visceral connection with our mother, the earth. They can still meld their consciousness with, you know, the earth, with a tree, a bug, a river, a mountain, and then they know what it is like to be that tree, that bug, that river, that mountain. Most people, of course, in our civilized societies, we lost this direct and intimate connection with our mother, the earth, and even though we're not born like this, but through our upbringing, it often dulls and limits our senses and awareness to just a small window of awareness instead of opening ourselves up to the symphony of aliveness that truly within and without. So, how can we reestablish our connection with our earth, our communication with our earth? Soll ich das auf Deutsch übersetzen? Christina, du hast es bestimmt verstanden. Also sie sagte, um es ganz kurz zu machen, viele, ich sage jetzt mal von den alten Völkern, haben ja noch eine viel nähere Beziehung zu unserer Mutter Erde. Und wie können wir dazu kommen? Also sie wissen noch, wie man ein Fluss ist oder ein Käfer ist oder ein Baum, wie man dazu wird, also von seinem Gefühl her. Was können wir tun, um dem Ganzen wieder näher zu kommen? Also wenn wir halt wieder fühlen können, was wir wirklich sind, dann spüren wir wieder, dass wir mit allem verbunden sind, weil wir sind das ja ständig. Nur viele Menschen, die merken das nicht mehr. So und dann glauben sie, dass to what we really are, if we can get back to feel what we really are, we're getting back to that connection because we're all time we are connected,
with all these things, but we have stopped feeling that. The connection is there, but we don't feel it. Und weil wir das nicht mehr fühlen, meinen wir dann, wir sind getrennt. Aber eigentlich stimmt das ja gar nicht. Because we can't feel it anymore. We That's think what we really are separated. made that me is not true. realize how Sorry. So when we don't feel it anymore, but we remind ourselves continuously that we can feel it, that will help us also go into the direction that we become more sensitive. Can you translate for Christina, please? Wenn wir uns daran erinnern, regelmäßig, dass wir eigentlich Teil des Ganzen sind und dass wir das eigentlich können, wenn wir uns nur regelmäßig daran erinnern, wird das uns helfen, auch dieses Gefühl wieder nach vorne oder ins Gefühl zu bringen, dass wir das wieder fühlen können. Ja, also je mehr wir uns daran erinnern, desto schneller können wir das wieder fühlen. Und ein Teil von uns, der weiß das ja noch, dass das so ist. Es ist ja nicht so, dass wir als Menschen ganz, dass alles von uns das Gefühl hat, wir seien getrennt. Es gibt ja einen Teil von uns, der das immer noch weiß, dass wir mit allem verbunden sind. Unser höheres Selbst, das hat das nie vergessen. Und es sind nur, wenn die Menschen inkarnieren, dann kommen sie hier auf die Welt und dann vergessen sie alles und halt auch, dass sie mit allem verbunden sind. Aber es ist ja nur ein Vergessen. Christina started off with saying that the more we remember, the more we can get back to feeling this connection also. And it's actually our higher self that has never forgotten about that connection. And could you translate the last part? The last part, well, because we're always connected with our higher self, we can remember, and I'm sorry, I'm not good. I forget what the last part was now. I'm so sorry. I was right in the seminar here, and it's very hard for me at the moment to really keep focused on what's going on here. It's a bit of a challenge for me today, but we'll manage. Thanks for understanding. No problem. Okay, so I mean, what Christina was basically saying is that, there's a part of us that basically has never forgotten. And so connecting or knowing that there is, even knowing that there is a part of us that has never forgotten, I think if we put that into our consciousness and the higher self, everybody is connected with their higher self, at least to some degree. But if we, I think, address the higher self, if we have intense focus on the higher self, that we wish that connection, that reconnection to become alive again, we can remember easier. And it is just a matter of remembering. We were never really truly disconnected. Is that right?
wir sind wirklich immer mit allem verbunden. Wir sind niemals wirklich separat. Ist das richtig? Ja. Christina, would you please talk about, if you're talking about the higher self, what actually is the higher self? Because some people don't know that their connection is really, they're never separated from their higher self also. So, but can you give a definition about what the higher self is? Also wenn wir inkarnieren, dann inkarnieren wir ja nicht ganz, sondern nur ein Teil von uns geht auf die Erde und der größte Teil von uns, der bleibt in unserer geistigen Heimat. Und dieser Teil, der oben bleibt, der vergisst darum nie. Und das ist dann unser höheres Selbst. So Christina says, if we're incarnating, we are not incarnating fully. There's only always one part of us that is staying in our true home, and that is our higher self. So it's only a part of us being here, and the rest of us is still where the higher self is. There are many traditional practices that also recommend walking barefoot on the natural earth. Can you tell us a little bit why the direct contact of the soles of our feet with our mother, the earth, sometimes called grounding, can be so beneficial to us? Also ob du uns erklären kannst, warum das Barfußlaufen und der direkte Kontakt von unseren Fußsohlen mit der Erde so nützlich und gut für uns sein kann. Wir tauschen da mit der Erde Energie aus. We're Also- exchanging energy with Earth. Wir machen das zwar auch einfach so, aber es We ist also nicht do das that Gleiche. with bare feet, but it's not the same. So Did you? Sorry, Christina. One time you were talking about that we can truly take sort of kind of nutritions from the earth. Also, dass wir wirklich so einzelne Elemente aus der Erde nehmen können, die uns unseren Körper nähren. Und Energien, ja. Und gewisse Dinge, die passieren auch dann einfach automatisch. Also an die müssen wir nicht denken. Das macht unser Körper dann einfach. And also energy, she says, and certain things just happen automatically without us thinking about these things happening at that time. Und was die Erde auch immer kann, egal ob wir jetzt Schuhe anhaben oder nicht, dass sie unsere Energie spürt, wenn wir auf ihr sind. So Earth is always capable of feeling, no matter whether we are with or without shoes, walking on her, is capable of feeling our energy that we carry towards her. Und wenn wir den Tieren und der ganzen Natur, wenn wir wollen, dass es ihnen gut geht und wir auch probieren, so gut es halt uns möglich ist, ihnen auch zu helfen und wir es gut mit ihnen meinen, dann spürt das die Erde auch. Also sie spürt die Menschen, die sie zerstören, aber sie spürt auch die Menschen, die etwas Gutes für sie wollen. Yes, Earth is does have a feeling for whether a person is benevolent towards
her or animals or the plants, and she can feel that difference if somebody's a sort of has a destroying personality or is benevolent towards her. Weil die Erde, die hat ja auch Gefühle und Gedanken und hat ein Bewusstsein. Because Earth herself also has feelings and thoughts and a consciousness. Just as the plants have consciousness, the earth as a whole has consciousness, so everything has consciousness. And just as we can talk to a small part of the earth, be it a plant or a molecule, we can talk to the earth as a whole. And the same also in the body. We could talk with an organ, or we can talk with the body being as a whole. Now, in the body, I mean, there's a lot going on these days about raising our frequency. And for most people, that means raising the frequency of our thoughts and emotions. That's, I think, what most people think of, but that we actually may have to pay attention to raising the frequency of our physical body as well was something I also, never realized, because I never realized that the body being has its own innate intelligence and its own awareness. It is its own awareness, other than my spirit, or and so raising our body awareness, or raising our body frequency, our physical frequency, along with our thoughts and emotions is important. Would walking barefoot help? Darf ich ganz kurz übersetzen für die Deutschsprachigen? Also wenn man heutzutage über die Schwingungserhöhung spricht, dann denken die meisten immer nur an, dass wir unsere Gedanken erhöhen müssen oder unser Bewusstsein, die Frequenz erhöhen müssen. Aber es geht ja auch um das Körperwesen, und unser Körperwesen hat ja auch ein eigenes Gewahrsein. Und sie fragt Christina gerade, ob Barfußlaufen dem Körperwesen bei dieser Frequenzerhöhung helfen könnte. Ja, das kann helfen. Aber auch wenn wir unser Bewusstsein, wenn wir das erhöhen, dann hat das ja automatisch eine Wirkung auf unseren Körper. Yes, it can help, but also if we are raising the frequency of our consciousness, it automatically has also an effect on our body. Meaning that unsere DNA, die wird ja auch durch unser Bewusstsein aktiviert. Because our DNA is being activated by our consciousness. Very good, very good. So the more consciousness we have, we activate some dormant DNA that we have not used, and then we have more awareness altogether. Is that right? Also sorry, my phone is ringing, somebody's knocking on my door. Unser Bewusstsein weckt auch schlafende DNA, als schlafende Anteile in unserer DNA. Ja. Also es gibt ja noch andere Energien, die auch einen Einfluss auf unsere DNA haben. Zum Beispiel die Schwingung der Erde. Aber an sich ist es schon unser Bewusstsein, was entscheidet, wie unsere DNA aktiv ist. Is it also because, I mean, I hear a lot where the earth is right now traveling through
a different place in the cosmos than before, and we receive different radiations from the cosmos, and that also has different, well, sometimes activating effect on the DNA. Is that true? Also dass unsere Erde auch durch andere Teile des Kosmos reist gerade und dass diese anderen Einflüsse vom Kosmos auch einen Einfluss auf unsere DNA haben. Ja, aber das Bewusstsein von uns ist das Entscheidende, ob dann unsere DNA wirklich aufgeweckt ja. Ja. Actually, it's our consciousness that is the important point to activate or wake up our DNA. And so is it more that when we are questioning towards greater understanding that helps, or is it better in our consciousness to always look for answer? I mean, or to look at answers that are perhaps already there. Also ist es wichtiger, quasi Fragen zu stellen nach höheren Inhalten, oder geht es darum, mehr die Antworten anzuschauen? Kann man Fragen und Antworten voneinander trennen? Ja, ich habe gehofft, dass du das sagst. I was hoping for Christina saying, is it possible to separate questions and answers? In other words, there we would be again the us versus them, die Spaltung. Das wäre auch eine Spaltung sozusagen. Ja, kann man auch so sehen. Aber sie hängen zusammen. Christina, du hast das mal so schön gesagt, because they're interacting. And Christina was saying beautiful things about this topic. Please talk about this. Also, wenn wir eine Frage haben, dann fragen wir das ja, weil wir die Antwort in unserem Tagesbewusstsein nicht wissen. If we have a question, we're only asking that question because we don't know the answer in our everyday consciousness. Aber das heißt ja nicht, dass die Antwort nicht da ist. It doesn't mean the answer is not there. Man kann das nicht auseinandernehmen, weil also in unserer Welt, bei uns gibt es Fragen und dann gibt es Antworten und dann gibt es Menschen, die fangen mit Fragen an und andere fangen mit Antworten an. Aber one time, Christina, you said, now she said it's so difficult to separate that because in our world people are some people are starting with the questions and other people are starting with the answers. But one time you said, Christina, you can't ask a question without somewhere having the answer already, but maybe it's not in your daily consciousness, but you can't put the question without sort of having the answer somewhere. Is that right? Also man kann keine Frage stellen, ohne eigentlich die Antwort irgendwo schon zu haben. Ja, und wenn wir eine Frage haben, dann richten wir unser Bewusstsein ja darauf aus und dann landen wir irgendwie schon bei der Antwort. Aber meistens bemerken wir es nicht. Yeah. Just by asking the questions, we're putting the focus of our consciousness towards the answer already, and so that makes it possible for the answer to reach us. In one of your books, and I have just a few of your books here, the German versions, but you can find them on Christina's website, which
is available. These are consciousness creates peace, the vision of the good, and there are more books, but in one of your books you also talk about the skin cell communication, how our skin really receives all the information in our world, and probably a lot more. But can you talk a little bit about the what the wonderful mechanism of our skin that we mostly see as the barrier to the outside and nothing else? Can you translate for Christina? In deinem Buch Bewusstsein schafft Frieden sprichst du da über die Hautzellkommunikation. Und Hautzellkommunikation, du sprichst, dass wir eigentlich über die Haut mit allem verbunden sind und dass da noch viel mehr abgeht. Aber für die meisten Menschen ist die Haut sozusagen just die Barriere nach draußen. Sonst sieht man da Also die Abgrenzung, weißt du so? Abgrenzung. Genau. Kannst du uns irgendwas über die Hautzellkommunikation mit der Welt sagen oder irgendwie etwas, was damit zusammenhängt? Interaktion. Interaktion. Menschen hören ja nicht bei ihrem Körper auf. Humans don't, they're not stopping here where the body ends. They're not ending where the body ends. Aber der physische Körper, er hat ja auch ein eigenes Bewusstsein und eigene Gedanken und Gefühle. Und jede Zelle vom Körper, die hat das auch. Und the physical body has own thoughts and feelings, and each cell has that too. Und unser Körper, der kann auch Informationen aufnehmen und also so Dinge wissen. Und das sind dann manchmal Dinge, die wissen wir in unserem Tagesbewusstsein nicht mal. Aber er weiß das dann irgendwie doch. Und ja, das andere habe ich gerade vergessen. Can you translate? So in our body consciousness receives all the information that is out there, and sometimes the body consciousness knows a lot more of what is going on than we in our regular day-to-day consciousness. In our regular day-to-day consciousness, we shut things off that we don't feel is essential to our daily interactions, but our body still receives it and has obviously an awareness of that we just don't let it come to the awareness in most times, because otherwise if we were aware of everything that the body would be aware of, would that be too much information for most people? Also das wäre vielleicht dann zu viel Information, wenn wir uns über alles bewusst wären, was unser Bewusstsein aufnimmt. Also es ist schon gut, dass wir nicht alles wahrnehmen. Wir müssen ja auch gar nicht alles wissen und wahrnehmen. Und unser Körper, der kann telepathisch reden. Und And it's great. We're not realizing all the informations, and our body is able to talk telepathically also. Go ahead. Mit anderen Körpern und mit feinstofflichen Wesen.
and it can do so with other bodies and with other beings, etheric beings or non-physical. non-physical beings. Yes. Somebody was asking, is that the way that dowsing is working? Also Routen gehen oder so? Weiß ich nicht. Weißt du, Routengänger oder so, läuft das, was dann passiert, wenn jemand, wenn die Route sich biegt oder so, läuft das über diese Zellkommunikation? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich habe das nie gemacht. She says she doesn't know. She's never done it herself. But it may be. Okay, then another question. I think it's well known that the thymus gland shrinks as we reach adulthood, and I read in Christina's books that also for many people the pineal gland shrinks as we reach adulthood. The pineal gland may be larger initially, and then as we are adults, it's the size of a pea. Can you say why that might be? Also viele Leute, man weiß, dass die Thymusdrüse, aber auch die Zirbeldrüse, dass die sehr, sehr schrumpfen, sobald wir erwachsen werden. Und ob du weißt, warum das der Fall ist? Also ich weiß, dass nicht auf einer körperlichen Ebene, aber viele Kinder, die sehen ja noch, wenn sie ganz klein sind, feinstoffliche Dinge. Also sie sind noch weniger nur 3D, zumindest mit ihrer Wahrnehmung. Und die meisten Kinder, die verlieren das irgendwann. Und bei den einen kommt es dann später nochmals und bei anderen nicht. Also you say that's an effect, the shrinking is an effect of not being used anymore, also dass das schrumpft, weil die Zelle dann nicht mehr aktiv gebraucht wird, oder? Also ob das mit dem Schrumpfen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber dass die Kinder das nicht mehr sehen, das hat auch was mit der Gesellschaft zu tun, weil man sich dann anpasst und ja. So Christina says that many children do see a lot of etheric things when they're small, and they lose this ability when they're growing up. And I was asking, so is the pineal gland shrinking because it's not used anymore, because it's not so active anymore? What is hen and what is egg actually? And Christina says she doesn't know, but it is our society that is sort of suppressing these abilities also. Yes. And from what I understand from many people is that the pineal gland can be sort of like a supercomputer in the brain, connecting us with all kinds of information when we can have access to it, or when we can access it. Would that be correct? Also dass die Zirbeldrüse wie so ein Supercomputer sein kann, die uns mit ganz vielen Dingen verbindet, wenn sie aktiv ist. Ist das richtig? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man weiß dann, was hinter einem passiert. Yes, I can imagine that really, because you then know what is happening behind you. So, what is the most important thing at this time in our world so that we, go towards the constructive, towards the positive things? Was ist jetzt am wichtigsten in unserer Welt, dass wir uns zum Konstruktiven, zum Positiven hinbewegen? Denn im Moment scheint es, dass der Gott Pan auf der falschen Seite aufgestanden ist und jetzt haben wir Panik überall.
Anstatt Pan haben wir Panik. Panic. Now we have panic everywhere. You know, it's a little bit of a little bit scary in our world with, or people are scared anyways with what is going on. So what is the most important thing, in your opinion, in our world right now? What can we do to make a difference? Was ist das Wichtigste jetzt, wo gerade so viel Panik herrscht und so alles so schwierig ist? Was ist das Wichtigste, um eine Veränderung zu machen? Unser eigenes Bewusstsein. Weil, Your own consciousness. also es passieren ja viele Dinge auf der Welt und auch viele seltsame Dinge. Und auf gewisse haben wir Einfluss und auf andere nicht. There's a lot of things happening in the world and many strange things as well. And on some things we do have an influence and on other things not directly. Und ja, viele Dinge, die auf der Erde passieren, also dass die passieren, das ist ja kein Zufall und das hängt ja noch mit ganz anderen Dingen zusammen. Many things Also that nur are mit uns happening right now persönlich. are not a coincidence. They're happening for some reasons. Und weil ja diese Dinge halt nicht nur von uns abhängig sind, sondern auch von anderen Strukturen, ist es gut, wenn wir uns halt auf das konzentrieren, wo wir wissen, da können wir was verändern. Because these these changes are dependent not only on ourselves, but they're mostly dependent or depending from so-called structures, as Christina calls them, the authors or the origins of many things happening now. It's the most important thing for us to concentrate on the things that we are able to change at the moment. Und wir können ja die Welt als einen Spiegel ansehen. We can see the world as a mirror. Und dass wir uns dann überlegen, also wenn wir Krieg in der Welt haben oder andere Dinge, wo etwas nicht liebevoll ist, dass wir uns dann fragen, was will mir das spiegeln? Also wo haben wir persönlich keinen Frieden in uns? So that we ask ourselves, if there's war in the world, where do we personally have no peace, or where are we at war with inside of us? And I think Christina may have frozen right now. So Yeah. I think it is anyway time that we bring this to a close. I thank both Christina and Nicola for this insightful interview. I think we will share a little bit more ourselves. I thank you, Christina. I thank you, Nicola. And let's, look at where we are reflecting ourselves in our world, a way where we're not loving. Because if we want to, what I understand, if we want to see more love, we've got to be more love. Yes, that's beautiful closing word. That's the one and only thing we can do at the moment, and it's so much more important than we really know. Yes, Christina, that's what actually your message is right from the beginning when you started your work, is to
to give people more consciousness about how important each of us is, and to not feel ohnmächtig. Not feel like we don't have any effect, Impact. any power, any impact on Yeah. the world. Yes. What we do in the small scale is so important, and all the love we carry into that field is so important. Sorry if I'm sort of saying the last words now, because I'm accompanying Christina and her wonderful work for such a long time, and I know that is actually the essence and what she's carrying in the world, to give a lot of much more power and hope to people that have, and we all have forgotten how important each of us is, and how important smile is, and how important any good thought is we have for ourselves and for others. Thank you, Nicola. Wonderful. Thank you, Christina. Thank you, Christina, both of you. I am so happy, and this is definitely something that we can remember. Thank you so much. It was wonderful. Thank you. Thank you. Thanks for having us. Bye. Bye-bye. Bye.